Soll ich dich vom Flughafen abholen? Wann landet ihr? Also mein Kapitän meinte voraussichtlich in... Hallo? Elisabeth, warte mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Johannes? Ich muss zum Flughafen. Irrtum, Tanja. Ich muss sagen, für eine Tote siehst du verdammt frisch aus. Muss wohl am milden Klima in Uruguay liegen. Andererseits scheinst du doch ziemlich lange in der Sonne gewesen zu sein, sonst wäre dir so ein eklatanter Fehler wohl kaum unterlaufen. Andrea Bernhard vom Jugendamt ist ein Mann. Was redest du denn da? Andrea, ein Italiener. Als sich eine Frau gleichen Namens bei mir gemeldet hat, gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Andrea hat gerade sein Geschlecht gewechselt oder... Ach, Tanja, immer dieselben miesen Tricks. Fällt dir nichts Neues ein? Willst du mir Nachhilfe geben? Nachdem du als falsche Tote gescheitert bist, kannst du in Zukunft als echte Gefangene glänzen. Komm schon, du wirst doch nicht zur Mörderin werden wollen vor den Augen deines Sohnes, hm? Was ist? Die Verbindung ist abgebrochen. Wahrscheinlich fliegt die Maschine gerade durch ein Funkloch. Ja, aber Johannes hat noch sowas gesagt wie, irgendetwas stimmt hier nicht. Ach, Sebastian hat recht. Vater fliegt gerade durch ein Funkloch und ruft gleich wieder an. Wir sollten uns nicht verrückt machen. Wenn du mal keine Lust mehr auf Auflegen hast, dann machst du einfach eine Massagepraxis auf. Dann ist das Geschrei aber groß, wenn ich fremden Männern den Rücken massiere. Von Männern war gar keine Rede, ich meinte eigentlich Frauen. Macho. Au! Klar hole ich dich ab. Sollen wir uns am Eingang treffen? Ja gut, dann bis morgen. Freu mich. Ciao, Nathalie. Habe ich das richtig gehört? Du holst sie von der Klinik ab? Ja, ich glaube kaum, dass Ansgar sie abholen wird. Ey, mach weiter. Dann hat sie den Entzug echt geschafft? Sie ist trocken. Mal sehen, was wir morgen machen. Irgendwas Schönes. Dich als Freund zu haben, ist echt ein Geschenk. Danke, aber ich bin auch froh, wenn sie draußen ist. Das bringt mich auf andere Gedanken. Die Trennung von Susanne. 3 in einer Beziehung sind einer zu viel. Wir haben uns einfach alle was vorgemacht. Hat zufällig jemand mein rotes Shirt gesehen? Zufällig nein. Das müsste im Bad liegen, ich habe damit das Klo geputzt. Bist du eklig? Ihr nimm so lange das hier. Gehst du gleich trainieren? Ja, bin mit Charlie verabredet. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Solange du meine Shirts in Ruhe lässt. Hallo, und was ist mit mir? Komm doch auch mit. Nein, ich muss noch ein paar neue Songs runterladen. Sehen wir uns später? Und wie? Ciao. Tanja von Anstetten, zu treuen Händen. Ach, schönlich. Ich glaub's ja nicht, Sie sind's tatsächlich. Lustig. Ich lache mich gleich tot. Na, ob später auch noch mal so lustig für Sie wird. Wo haben Sie denn aufgetrieben? Auf dem Weg zum Flughafen. Sie hat wieder versucht, meinen Sohn zu entführen, aber diesmal konnte ich es gerade noch verhindern. Ist das wahr? Hannes ist auch mein Sohn. Er braucht seine Mutter. Da können Sie jeden Kinderpsychologen fragen. Ja, eine Mutter vielleicht, aber kein Monster. Ich kann doch nicht tatenlos zusehen, wie dieser Mann hier mein Kind wegnimmt. Hannes hat Angst vor ihm. Und ich werde dafür sorgen, dass du Hannes gar nicht mehr siehst. Ja, sehen Sie. Es geht ihm nämlich gar nicht um Hannes. Es geht ihm nur um Rache an mir. Wenn du noch einmal versuchst, dich an den Kleinen ranzumachen, dann werde ich... Fass mir nicht an, ja? Ich werde jetzt Frau von Anstetten zu der Sache vernehmen.
Für Sie immer noch Gräfin von Anstetten, ja? Na, wenn es der Wahrheitsfindung dient, Frau Gräfin. Jetzt beruhigt euch mal. Statistisch gesehen kommt auf 1 Million Starts ein Absturz. Einer. Und ausgerechnet in dem Flugzeug soll Johannes gesessen haben? Ausschließen kannst du es nicht. Die meisten Unfälle passieren bei Start und Landung. Ist die Maschine erstmal in der Wie Luft? erklärst du dir dann bitte, dass die Verbindung plötzlich abgebrochen war? Das geht mir ständig so, deswegen muss man nicht gleich Panik schieben. Auch nicht, wenn man in einem Flugzeug mitten über dem Atlantik sitzt. Wahrscheinlich war der Akku leer oder das Flugzeug ist einfach in Turbulenzen geraten. Am besten, ich rufe gleich Leonhard an, damit er weiß, was los ist. Das wirst du nicht machen. Warum nicht? Solange wir nichts Genaues wissen, gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Johannes? Was, wer ist da? Luftaufsichtsbehörde? Er gefällt dir immer noch. Nur als Kumpel. Naja, du warst ja schon immer ein großer Anhänger der platonischen Liebe. Was soll ich denn mit einem Hetero? Kann ich genauso gut eine Straßenlaterne anbaggern. Olli, was geht? Alles frisch und selbst. Läuft. Und Charlie, Sie geben ja ein Gas. Sonst bringt's ja nichts. Das stimmt. Ich habe gesehen, Sie bieten auch einen neuen Pilates-Kurs an. Ja, heute Abend. Haben Sie Interesse? Eventuell. Dann lasse ich Ihnen gleich mal einen Flyer hier. Da steht alles drauf. Trainer, Preise, Termine. Wunderbar, danke. So. Der nächste bitte. Du musst den Ellbogen höher nehmen, dann geht die Kraft mehr über die Schulter. Danke. Wolltest du nicht mal Sport studieren? Ja, ist lange her. Hast du nicht beim letzten Mal gesagt, dass das mal dein großer Traum war? Als Vorbestrafter darfst du eben kein Lehrer werden. Machst du eben irgendwas anderes? Trainer oder so? Der ganze Stress und die Lernerei für die Aufnahmeprüfung. Also wenn du willst, helfe ich dir beim Vorbereitungen. Mal sehen. Danke. Sag mal, ist Jana eigentlich von ihrem Familienausflug schon wieder zurück? Nee, sie kommt erst morgen. Hat sie sich dann zwischendurch mal gemeldet? Du meinst wegen Leonhards Auswanderungsplänen? Noch nicht. Das wäre echt schade, wenn die das durchziehen. Andererseits, neues Land, neuer Job, neue Freunde, neue Ziele. Es hat schon was, wenn man von einem Tag auf den anderen alles hinter sich lassen kann. Das hört sich ja fast so an, als würdest du am liebsten mitgehen. Sie haben das Recht, mit einem Anwalt zu sprechen. Keine Privatgespräche. Degenhardt? Guten Abend, ich bin's, Tanja von Anstetten. Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Ach, sieh mal an. Wo drückt denn der Schuh? Hören Sie, man hat mich festgenommen. Ich bin auf dem Polizeirevier, weil Sie alles vermasselt haben. Anwalt. Sonst noch was? Wir hatten ja eine Abmachung. Für den Fall des Falles, dass gewisse Umstände eintreten, haben Sie mir Ihre Hilfe angeboten. Ich brauche den fähigsten Strafverteidiger der Stadt. Und zwar sofort.
Was ist passiert? Sie haben Tanja verhaftet. Und sie erwartet, dass du sie da rausholst? Ein paar Stunden in ruhiger Umgebung werden Sie hier gut tun. Außerdem gibt es momentan Wichtigeres. Der Zuschlag für Food for Little ist mir so gut wie sicher. Im Ernst? Mhm. Nachdem Johannes den Flieger in die Heimat bestiegen hat, habe ich mein Angebot noch mal erhöht. Das können die Amis nur abnicken, sonst wären sie völlig bescheuert. Deine Tipps waren Gold wert. Nur schade, dass ich das Gesicht von Johannes nicht sehen kann, wenn er erfährt, dass ich ihm den besten Deal des Jahres vor der Nase weggeschnappt habe. Das Flugzeug ist vom Radar verschwunden. Mehr haben die von der Luftaufsichtsbehörde nicht gesagt? Nein, mehr haben die nicht gesagt. Hat schon jemand Ansgar angerufen? Ich glaube, Carla versucht's gerade. Was ist denn, wenn das Flugzeug wieder auftaucht? Wie erfahren wir davon? In dem Fall würde uns die Flugsicherheitsbehörde sofort benachrichtigen. Von Lahnstein? Nein, keine Pressemitteilung. Es ist doch noch gar nicht raus, ob irgendwas passiert ist. Ja, natürlich sage ich ihm Bescheid. Presseabteilung, Telefone laufen schon heiß. Ja, diese Zecken wollen natürlich sofort wissen, was los ist. Erst wenn Carla zurück ist, dann überlegen wir uns eine Verlautbarung. Es schmeckt zum Kotzen. Eine Handyverbindung ist abgebrochen. Ein Flugzeug ist vom Radar verschwunden, ja. Aber dafür gibt es 1000 harmlose Erklärungen. Ja, ich bin absolut deiner Meinung. Wenn Johannes wieder da ist, dann feiern wir erst mal, dass Ansgar seinen Sohn wieder hat. Johannes ist abgestürzt. Mach ruhig weiter. Zieht ein bisschen, ne? Das ist dein Gluteus Maximus, den du da spürst. Und wenn du jetzt noch die Hände da unten dran machst, wo sie hingehören, dann geht's auch nicht so Sehr gut. zurück. Seit wann seid ihr eigentlich zusammen? Meinst du uns oder was? Ist noch sowas. Christian hat eine Freundin, ich wohne mit denen zusammen, schon vergessen. Wie könnte ich die Couch jemals vergessen? Naja, wenn du mal wieder Lust hast, meine Telefonnummer hast du ja, ne? Okay. Tschüss. Ich gehe da mal duschen. Nur Freunde, was? Ach, Charlie. Ist das alles, was Sie mir zu bieten haben? Wollen Sie meine Intelligenz beleidigen? Das tut mir leid, Frau von Amstetten, aber in Ihrer Lage ist eben nicht mehr drin. Verschwinden Sie! Ich verteidige mich selbst. Mit Ihrer Hilfe kriege ich ja bestenfalls lebenslang. Oh. Hübsch hässlich hier. Wieso hat das so lange gedauert? Damit eins klar ist. Wenn ich dir helfe, dann nur, weil ich dich brauche, nicht, weil du es verdient hättest. Ich habe Johannes gerade einen fetten Deal weggeschnappt. Jetzt will ich Ansgar bluten sehen. Das ist dein Job. Komm alle dran.
Einer nach dem anderen. Wie die 10 kleinen Negerlein. Sebastian und Leonard hebe ich mir bis zum Ende auf. Wenn du nicht langsam deine sentimentalen Vatergefühle für Leonard abstellst, wirst du die Landsteins nie ruinieren. Ach, und das aus dem Mund einer Löwenmutter? Ich weiß, was ich tue. Mach dir keine Sorgen. Diese debile Sippe ist am Ende. Sie weiß es bloß noch nicht. Frau von Berneck, wie komme ich denn zu der Ehre? Adrian hat den Zuschlag für Food for Little bekommen. Na, prächtig. Dann steht seinem finanziellen Ruin ja nichts mehr im Wege. Bald hat er mehr Schulden als Bangladesch. Ihr Plan war gut. Das wird mein Vater hoffentlich auch so sehen und mir endlich den Posten in der Holding geben, der mir zusteht. Sieht aus, als hätten Sie gerade eine Glückssträhne. Ja, mein Sohn zurück, Tanja im Knast, Degenhardt ruiniert. Darauf kann man aufbauen. Apropos Tanja, sie hat Adrian gebeten, sich für ihre sofortige Freilassung einzusetzen. Damit wäre ja wohl bewiesen, dass er mit der Entführung meines Sohnes etwas zu tun hatte. Dafür wird er büßen und für alles andere auch. Du bist hier? Warum hast du nicht zurückgerufen? Ich melde mich wieder. Halten Sie mich auf dem Laufenden, ja? Schwesterchen, kann ich dich zu einem späten Grappa einladen? Ja, der ist wirklich hervorragend. Du verpasst was. Vaters Flugzeug ist vom Radar verschwunden. Hey, wart ihr mit Charlie trainieren? Deine Schwester geht ab, das ist der Hammer. Ja, solange sie nur trainiert und sich nicht wieder irgendeinen Typen anlacht, der an ihr Geld will. Bei den Typen, die da trainieren, hat nicht mal Charlie eine Chance. Tja, ich glaube, ich bin der einzige Hetero in dem Laden. Was ist mit Heteros? Ach, lass dir das von den Jungs erklären. Tja, kommst du morgen wieder mit? Was dagegen? Nee, zu zweit ist eh viel cooler. Na, alles klar? Ich brenne Sarah nur schnell noch eine CD. Sag mal, was hältst du von einer eigenen Wohnung? Nur wir zwei. Eine eigene Hütte, auf einmal. Dann sind wir immer ungestört. Ja, klingt gut. Aber woher nehmen wir die Kohle? Uns fällt schon was ein. Also, wenn es wegen Olli ist. Wie kommst du denn darauf? Also, wir haben keinen Streit mehr. Ganz im Gegenteil. Er hilft mir sogar bei der Aufnahmeprüfung für die Sporthochschule. Du willst jetzt doch Sport studieren? Ja, davon habe ich doch immer geträumt. Es ist auch schön, aber es kommt so plötzlich. Ja. Olli hat mich gerade daran erinnert im Studio. Olli, Olli, Olli. Was ist? Jetzt relax doch mal. Nichts. Alles gut. Du bist ja nicht etwa sauer, weil ich erst mit ihm darüber gesprochen habe. Quatsch. Verdammt nochmal, die müssen doch wissen, wo unser Jet ist. Die Luftaufsichtsbehörde gibt uns Bescheid, sobald sie was Neues erfahren. Na schön, dann ruf ich einfach noch mal bei Vater an. Er ist seit Stunden nicht erreichbar. Ja, aber irgendwas müssen wir doch tun. Glaubst du, dass Vater tot ist? Er lebt. Und was, wenn nicht? Er hat mich nie so geliebt wie euch, weißt du? Ansgar, hör auf! Was denn? Manchmal beruhigt reden eben. Kannst du dich noch an diese Geschichte damals erinnern? Als ich auf den Baum geklettert bin und mich nicht mehr runtergetraut habe? Ja, ich bin bei dir geblieben, als Leonard Vater geholt hat. Du hast ohne Punkt und Komma geredet. Als Vater endlich gekommen ist, da war ich schon ganz heiser. Er hat mir immer Briefe geschrieben. Jeden Tag. Über alles, was ihn gerade so beschäftigt hat. Und seit neuestem schüttet er sein Herz lieber Olli aus. Und ich bekomme nur noch den zweiten Aufguss. Bist du sicher? Sonst wäre er doch mit der Sportari zu mir gekommen. Aber das ist doch gar nicht der Punkt. Dir geht es doch um was ganz anderes. Wieso? Du bist eifersüchtig.
wen denn? Auf Christian. Er versteht sich super gut mit Olli jetzt. Das hättest du auch gern. Years and years of silence, feathers on the ground. Now a dusty ghost is stirring, and I wonder where you are. And I wonder where you are. And if I'm just an owl in the dark, searching in the stars. Across the wide Missouri, underneath the spell, I lost you in a whirlwind, and I wonder where you are. And I wonder where you are. And if I'm just an owl in the dark, searching in the stars. Hey, jeden Moment kann das Telefon klingeln und Johannes ist dran. Ich gehe wieder rüber zu den anderen. Meine Tochter Carla setze ich zur Alleinerbin meines Vermögens ein. Ihre Geschwister Ansgar, Leonard, Konstantin, Nicola und Sarah werden, wie in Abschnitt 3.7 aufgeführt, bedacht und erhalten zudem lebenslanges Wohnrecht auf Königsbrunn.